willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das sich auch weiterhin im Keller der NSO Group befindet. Auch nur, weil die diversen Handys meines Wohnzimmers ausgespäht haben. Denn mein Wohnzimmer hat noch einige weitere geheime Wohnungen. Und wo würde die NSO Group mein Wohnzimmer nie erwarten? Genau, in deren Keller. Warum auch immer, ich habe beim Wohnzimmer schon lange aufgehört, Fragen zu stellen, weil die immer wieder nur zu noch weiteren Fragen geführt haben. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die Spy-Software Pegasus, beziehungsweise wie sie hier sogar ganz offen beworben wird im Internet. Alle wissen, einen Standtrockner kauft man alle Jahre wieder. Es sei denn, er heißt Pegasus. Er hält und hält und hält, wenn andere längst einknicken. Live halt, so geht Haushalt heute. Okay, das ist jetzt nicht wie erwartet die Spyware Pegasus, aber trotzdem ist dieses Video hier klasse. Alleine, weil eben ein Standtrockner von Lifehide definitiv nach vielen Jahren nicht aussieht wie der hier am Ende. Trotzdem wirft auch dieses Video wieder einige Fragen auf. Wie zum Beispiel, dass die Frau scheinbar seit Jahrzehnten in dieser Wohnung wohnt, aber bis auf ihre Wäsche sich nichts verändert hat in den gefühlten 500 Jahren, die dieses Werbevideo umspannte. Was aber noch viel trauriger ist, dass es in dieser Zeit sowohl niemand geschafft hat, mal ein besseres Wandbild aufzuhängen, als auch mal den immer gleichen Stapel an Magazinen entweder zu lesen oder wenigstens wegzuräumen. Gerade für eine ältere Dame ist ein Stapel ungesicherter Magazine auf dem Weg zum Bad eine Todesfalle Lifehide. Außer ihr hofft auf ihr Erbe. Aber natürlich geht es nicht um teuren Schrott von Lifehide heute oder einer Sozialkritik, weil die Frau auch im hohen Alter immer noch die Wäsche aufhängen muss und nicht ihr Partner, egal ob Mann oder Frau, sondern um die Spyware Pegasus, von der wir weniger wussten als von Wladimir Putins geheimer Familie. Also einem Klon von ihm, der einfach die Kleider seiner Mutter noch einmal auftragen muss, um so Wladimira Putin, die treue Gefährtin von Wladimir, zu sein. Und seinen zwei kleinen Putin-Minimis, die bereits erfolgreich den ukrainischen Kohlehandel neben ihren Kindergarten annektiert haben. Ganz wie der verfickte Vater. Aber Pegasus wurde bekannt, als diese Medienbombe letztes Jahr platzte. Der Vorwurf ist ungeheuerlich. Unliebsame Journalisten, Anwälte und Oppositionspolitiker von ungarischen Behörden abgehört mit Hilfe von Pegasus, einer Software, die dafür gedacht ist, Handys von Kriminellen und Terroristen auszuspionieren. Die israelische Firma NSO bietet die Spionagesoftware international Staaten zum Kauf an, um Terroristen und deren Pläne zu entlarven. Zu den Kunden, so berichten heute europaweit profilierte Investigativreporter, zählen EU-Staaten, aber auch autokratische und diktatorische wie Marokko, Aserbaidschan oder Saudi-Arabien. Letztere gingen damit gegen unliebsame Journalisten und Menschenrechtler vor. Eine Software, die eigentlich Kriminelle ausspähen soll, aber eingesetzt wird von autokratischen Ländern gegen Journalisten, Regimekritiker und andere? Warum habe ich gerade NSA-Flashbacks? Und warum klingt das so nach 2013? Weil auch 2021 oder 2022 nicht anders ist als 2013. Aber dazu gleich mehr. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere, OMG, bin ich vielleicht auch durch Pegasus ausgespäht worden? Dann hier die gute Nachricht vorab, jeder, der OMG sagt, schreibt oder auch nur denkt, stellt per se schon keine Gefahr dar für jegliche totalitäre Regimes in dieser Welt und wird nicht per Pegasus überwacht. Bestenfalls von den freundlichen Männern in Weiß. Aber es gibt eine Checkliste, anhand derer man erkennen kann, ob man nicht doch von zum Beispiel Wladimir Putin ausgespäht wurde. Gehen wir die doch einmal kurz durch. Frage 1. Hast du in den letzten 24 Monaten dein eigenes Essen fotografiert und dafür mehr als dein eigenes Like bekommen? Frage 2. Hast du mehr oder weniger als 1 Million Follower auf einer sozialen Plattform freier Wahl? Und Frage 3. Wenn jemand fragt, als was du arbeitest, sagst du dann denen A. Ich bin Influencer und jetzt aus dem Weg, du Bauer. B. Ich bin Journalist und warum nehmen sie mich gerade fest und werfen mich in ein Foltergefängnis? Oder C. Ich bin gegen diese Corona-Diktatur, in der man mir keine Rechte genommen hat
und von der 99% der Menschheit sich wünschen würde, in dieser Diktatur zu leben. Wenn du jetzt egal, was auch immer angekreuzt hast und niemals den Buchstaben B, dann tut es mir leid, dir sagen zu müssen, dass dein Leben zu langweilig ist, als dass es jemand ausspähen wollen würde. Außer vielleicht von deinem Nachbarn, da allerdings aus anderen Gründen. Um aber über die Spyware Pegasus besser reden zu können, müssen wir dafür einmal auf deren Erfinder bzw. Programmierer schauen, nämlich die NSO Group. Diese wurde 2010 in Israel von ehemaligen Mitgliedern des Nachrichtendienstes der israelischen Armee gegründet. Und so begann die NSO Group gleich an einer Software zu arbeiten, die es ermöglichen sollte, Handys ohne das Wissen des Besitzers zu übernehmen und damit genau diese Besitzer auszuspähen. Heute kennen wir diese Software unter dem Namen Pegasus. Warum auch immer der Name eines fliegenden Pferdes dafür genommen wurde, er hätte sich da definitiv das trojanische Pferd besser angeboten. Jedenfalls war 2011 dann Mexiko der erste Kunde der NSO Group, dem es dank Pegasus gelang, Joaquin Guzman, den die Welt nur als El Chapo kannte und hier zu sehen ist, wie ihm Sean Penn zum zweiten Platz bei einem Thomas Magnum Wettbewerb gratuliert, zu fassen. Vermutlich bei genau diesem Wettbewerb. Nun könnte man also denken, dass Pegasus nicht nur mit einem Hufschlag 2 Brunnen erzeugen kann, sondern auch hilft, böse Menschen zu fangen. Tut es auch. Je nachdem, wen man als böse Menschen jetzt selber definiert. Auch der EU-Staat Ungarn horche auf diese Weise Regierungskritiker aus. Wir beobachten die Lage in Ungarn seit vielen, vielen Jahren mit Sorgen, weil wir wirklich einen schleichenden, systematischen Abbau der Pressefreiheit erleben. Heftige Kritik heute von Seiten der EU. Wenn sich diese Berichte als richtig herausstellen, dann wäre das komplett inakzeptabel. Es ist gegen jede Regel zur Pressefreiheit in der EU. Ungarische Regierungsvertreter sagen heute, die Datensammlung sei ihnen nicht bekannt. Sollte es dennoch stimmen, geriete der ungarische Rechtsstaat immer mehr unter die Räder. Und sofort hatte die Welt Angst, weil Ursula von der Leyen drohte. Und ohne jetzt zu weit vorauszugreifen, aber seitdem ist genauso viel passiert, wie wir als Welt gemacht haben gegen Russland, als dieses die Ukraine angegriffen hat. Viele Wortmeldungen, aber auch rein gar nichts, um es zu verhindern oder zu beenden. Normalerweise garantiert die NSO Group, dass ihre Software Pegasus nur an Staaten ausgeliefert wird und nie, aber auch niemals an normale Menschen. Diese Staaten wiederum, die diese Software gerne kaufen wollen, werden selbstverständlich sorgfältig im Vorfeld von der NSO Group durchleuchtet. Allerdings nicht nach Kriterien wie, ob dort die Software gegen politische Feinde genutzt wird oder gegen Politiker anderer Staaten, sondern vermutlich nur, ob die Internetanbindung reicht und der Proxy freigeschaltet ist, um sofort loslegen zu können. Nur dazu gibt es eine lustige und etwas verrückte Geschichte und eine scheiß traurige Geschichte. Zuerst die lustige und etwas verrücktere der beiden. In Mailand sitzt einer der Konkurrenten der NSO Group, das sogenannte Hacking Team, dessen Chef David Vincenzetti sich hier gerade wieder von seiner Mutter anhören muss, dass er doch besser Anwalt geworden wäre wie sein Cousin und nicht so Zeugs mit Computern hätte machen sollen. Jedenfalls operiert das Hacking-Team im selben Bereich wie die NSO Group und nur Staaten können deren Spyware kaufen. Was 2013 aber den ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, der hier Anfang 2020 noch einmal ganz unverdächtig schaut, dass seine gepackten Koffer auch in Reichweite stehen, nicht davon abgehalten hat, beim Hacking-Team einen Termin zu bekommen. Und auch wenn Jan Marsalek es sicherlich anders sieht und er selber glaubt, ein Staat zu sein, der mit der EU keinen Auslieferungsvertrag hat, war er trotzdem niemals ein Staat. Also, wie ist er vorgegangen? Er hat einfach versucht, mit einem gefälschten Dokument der Regierung aus Granada einen Termin zu ergattern, was aus nicht näher überlieferten Gründen allerdings scheiterte. Vielleicht war die Bonität von Wirecard einfach zu schlecht. Und spätestens da hätten alle Alarmglocken läuten müssen, dass bei Wirecard nicht alles so sauber läuft, wenn der Finanzvorstand offizielle Dokumente aus Granada fälscht. Und jetzt kommen wir zur traurigen Geschichte und dabei kommen wir auf Mexiko zurück, dem ersten Partner der NSO Group. In Mexiko werden Jahr für Jahr Journalisten ermordet,
die es gewagt haben, über die Drogenkartelle zu berichten. Und wie beim mexikanischen Journalisten Jorge Carrasco, der Chefredakteur bei Proceso war, nutzte das mexikanische Kartell Sinaloa für diesen Mord natürlich die Spyware Pegasus. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Sinaloa-Kartell schon als eigener Staat in Mexiko gilt, aber trotzdem haben sie Zugriff auf Pegasus bekommen. Vielleicht durch ihre Kontakte in der mexikanischen Regierung oder als Rache dafür, dass selbige El Chapo damit fangen konnte. Oder durch Kontakt zur NSO Group selber. Denn wenn man sich deren illustre Kunden anschaut, wie Marokko, Aserbaidschan, Katar, Ungarn, Mexiko oder Saudi-Arabien, dann fällt auf, dass das alles Staaten sind, die beim jährlichen Demokratieindex von The Economist am Ende der Tabelle stehen. Da dort Dinge wie Pressefreiheit, Menschenrechte oder Versammlungsfreiheit schon beim ersten Gedanken daran standrechtlich erschossen werden. Pegasus ist nicht nur eine Software, die Menschen ausspähen könnte, sondern die genau das schon seit Jahren macht. Und eben nicht nur bei den bösen Kriminellen, sondern auch für Länder wie Marokko, Aserbaidschan, Katar, Ungarn, Mexiko oder Saudi-Arabien, wo die bösen Menschen die sind, die sich trauen, über die Missstände in diesen Ländern zu berichten. Wem das alles nur zu bekannt vorkommt, dann erst einmal Hallo Boomer, denn all das hatten wir so ähnlich schon 2013 mit der NSA und ihrem Programm PRISM. Dass der französische Präsident gerne und oft übers Handy kommuniziert, ist kein Geheimnis. Er hat mindestens zwei, ein offizielles und ein privates. Ausgerechnet diese private Nummer erschien jetzt auf einer Liste potenzieller Abhörziele, die von der Rechercheplattform Forbidden Stories veröffentlicht wurde. Wir konnten feststellen, dass von Marokko aus die Spähsoftware Pegasus auf Macrons Nummer angesetzt wurde, vermutlich mit dem Ziel, ihn zu überwachen. Wurde der Präsident tatsächlich abgehört? Das ist jetzt die große Frage. Ups, das war das falsche Video. Aber Emmanuel Macron dachte sich bestimmt, Merd, jetzt kennen alle die Fotos von meinem Croissant. Jedoch sollte das nur zeigen, dass Pegasus eben nicht nur Journalisten betrifft, sondern auch Staatschefs, die von anderen Staaten überwacht werden. Wie hier Emmanuel Macron durch Marokko oder wie 2013 schon Frankreich durch PRISM. Er hat den Zorn der französischen Regierung als erster zu spüren bekommen. US-Botschafter Rifkin zu einer Standpauke ins Außenministerium zitiert. Deutlicher kann man sein Missfallen unter Diplomaten kaum zeigen. Wir werden ganz schnell sicherstellen müssen, dass so etwas nicht wieder passiert. US-Außenminister Kerry, gerade für Gespräche über Syrien in Paris, versucht, die Wogen zu glätten. Frankreich sei einer der engsten Verbündeten der USA, sagt er, und die USA seien bereits dabei, ihre Geheimdienstarbeit zu überprüfen. Und falls du dich nun erneut fragst, ob du auch schon damals vom PRISM ausgespäht wurdest, auch hier ein einfacher Test. Erste und zufälligerweise einzige Frage: Bist du du? Und egal wie jetzt deine Antwort ist, die NSA hat definitiv deine E-Mails mitgelesen. Nur hat schon PRISM gezeigt, dass auch diese Art der Überwachung eben nicht nur dem Schutz vor Terrorismus dient, sondern vor allem dem Schutz der eigenen Interessen. Wenn man so, aus Versehen natürlich, einen Patentantrag abfängt, der dem einen oder anderen amerikanischen Unternehmen etwas bringen würde, dann ist das auch Teil im Kampf gegen den Terrorismus. Nämlich, dass andere Staaten bessere Produkte in China bauen lassen als die USA. Ist aber auch unverschämt. Also nicht von den USA, sondern von den anderen. Edward Snowden hatte bereits 2013 darüber berichtet, dass die NSA Nacktbilder, die sie abgefangen haben, nicht etwa löschten, sondern intern umschickten. Und in den Jahren danach kam immer wieder ans Licht, dass einige NSA-Mitarbeiter den Kampf gegen den Terrorismus auch nicht so ernst nahmen, weil sie entweder Ex-Freundinnen mit PRISM ausgespäht haben oder ihre Nachbarn. Okay, Nachbarschaftsstreits lassen den Terror des IS aussehen wie ein Kindergeburtstag, der nie zu laut ist und bei dem nie der Qualm vom Grill stört. Aber zum Glück waren wir nicht bei PRISM dabei, oder? Oder was schreibt Hans-Georg Maaßen, damaliger Präsident vom Bundesamt für Verfassungsschutz? Ich weise die Spekulation zurück, dass das BFV mit einer von der NSA zur Verfügung gestellten Software in Deutschland Daten erhebt und an die USA weitergeleitet oder von dort Daten erhält. Außerdem
verursachen Chemtrails Krebs und mein Hirn hat schon 2013 Winke Winke gemacht, hat nur keiner mitbekommen damals. Okay, also waren wir zu 120% doch dabei. Außerdem, warum sollte man selber Daten erheben und an die USA schicken? Das hat die USA nachweislich selber besser drauf. Und nicht viel anders läuft das heute mit Pegasus ab. Es wird keine internationalen Beschränkungen dafür geben, weil jedes Land es weiterhin machen will. Selbst wir sollen die Software bereits gekauft haben, aber leider hat die Enkelin vom BND-Chef noch nicht zurückgerufen, um den alten weißen Männern dort zu zeigen, wie man Pegasus installiert. Alles natürlich unter dem Deckmantel der Bekämpfung der Kriminalität oder gegen den Terror. Aber auch in Ländern wie Mexiko, Algerien, Ägypten, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Ungarn, dem Libanon, Togo, Kongo, Uganda, Ruanda, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Indien, Aserbaidschan, Kasachstan und der Türkei wird Pegasus weiterhin eingesetzt. Wobei Frankreich und auch Großbritannien noch nicht als vollkommene Unrechtsstaaten gelten. Ungarn und der Türkei bin ich mir jedoch nicht so sicher. Und alle machen das, weil sie es einfach können, da ihnen niemand auf die Finger schaut. Und wer das will, wird notfalls überwacht. Dank Software wie Pegasus, Prism, Keylogger, Xkeyscore, dem Staatstrojaner und all den anderen Programmen, von denen wir bisher noch nichts gehört haben. Von den ganzen Programmen zu schweigen, die Firmen wie Facebook, Amazon, Google und Co. auch noch dazu so nutzen. Wobei Google selbstverständlich nichts dergleichen macht. Zumindest hat man das Google noch nicht nachweisen können. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.